Die Erhöhung der Behindertenpauschbeträge ab 2021, darum geht es in diesem Video. Ja, die Behindertenpauschbeträge, die wurden letztmalig im Jahr 1975 geändert. Das heißt, nach 45 Jahren erfolgt jetzt endlich, was schon längst überfällig ist, eine Erhöhung der Behindertenpauschbeträge bzw. eine Verdopplung, und auch schon ab dem Grad der Behinderung von 20 hat man jetzt steuerliche Vorteile. Wie das alles funktioniert, wie Sie einen Antrag beim Versorgungsamt stellen, damit Sie in den Genuss dieses Behindertenpauschbetrages kommen, das erfahren Sie alles in diesem Video. Ja, natürlich ist die Voraussetzung bedauerlicherweise eine dauernde gesundheitliche Beeinträchtigung oder eine körperliche Beeinträchtigung nach einem Unfall. Also es ist immer irgendwie mit der Gesundheit verbunden, mit dem Verlust der Gesundheit. Und und wie das alles funktioniert, das zeige ich Ihnen gleich. Bleiben Sie dran. Die Behindertenpauschbeträge werden endlich erhöht. Ja, Steuerpflichtige mit einer Behinderung können in der Steuererklärung anstelle eines Einzelnachweises für ihre Aufwendungen für den täglichen behinderungsbedingten Lebensbedarf einen Behindertenpauschbetrag beantragen. Und zwar gilt ab dem Jahr 2021, dass es höhere Pauschbeträge gibt. Und zwar ist das seit 1975 die erste Erhöhung. Das muss man sich mal überlegen, ja. Nach 45 Jahren werden die endlich angepasst. Sie werden verdoppelt und beginnen aber schon ab einem Grad der Behinderung von 20. Ich habe Ihnen jetzt mal hier den Grad der Behinderung, hier 20, gibt es einen Pauschbetrag mit 384 Euro. Bei 30% können Sie sich selber hier alles durchlesen. Ich habe Ihnen mal die Pauschbeträge und den dazugehörigen Grad der Behinderung hier aufgeführt. Können Sie gerne auch mal das Video anhalten und sich in Ruhe das anschauen, inwieweit das für Sie zutrifft, sollten Sie einen der hier vorhandenen Grade der Behinderung haben. Ja, wir haben jetzt mal, ich sag mal auf einen Blick, die Änderung durch das Gesetz zur Erhöhung der Behindertenpauschbeträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen auf einen Blick. Also wir haben einmal die Verdopplung der Behindertenpauschbeträge, einschließlich Aktualisierung der Systematik. Dann haben wir Einführung eines behinderungsbedingten Fahrtkostenpauschbetrags. Dann wird auf zusätzliche Anspruchsvoraussetzungen zur Gewährung eines Behindertenpauschbetrages bei einem Grad der Behinderung, der kleiner als 50 ist, wird in Zukunft verzichtet. Dann kann man den Pflegepauschbetrag geltend machen, auch unabhängig vom Vorliegen des Kriteriums hilflos bei der zu pflegenden Person. Und dann haben wir noch die Erhöhung des Pflegepauschbetrags bei der Pflege von Personen mit den Pflegegraden 4 und 5. Und zu guter Letzt wird noch ein Pflegepauschbetrag eingeführt ab 2021 bei der Pflege von Personen mit dem Pflegegrad 2 und 3. Der Behindertenpauschbetrag für Gehörlose und Blinde beträgt ab dem Jahr 2021 7.400 Euro, und das unabhängig vom Grad der Behinderung. Ja, ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, dass diese Pauschbeträge hier bis 2.840 oder hier auch diese 7.400 das zu versteuernde Einkommen verringern. Also Sie bekommen dieses Geld nicht. Es drückt Ihre Steuerlast. Es verringert das zu versteuernde Einkommen. Das ist ganz wichtig, dass Sie das verstehen. Sollten Sie jetzt noch keinen Anspruch auf einen Behindertenpauschbetrag haben, aber Sie haben gesundheitliche Beeinträchtigungen und fragen sich jetzt, ja, wie komme ich denn in diesen Genuss des Behindertenpauschbetrages? Nun, dann müssen Sie einen Antrag auf Feststellung einer Behinderung beim zuständigen Versorgungsamt stellen. Also zuständiges Versorgungsamt bedeutet für das jeweilige Bundesland. Die sind in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich, die Ausdrucke, diese Formulare, und werden auch immer nur pro Bundesland bearbeitet. Ich zeige Ihnen das gleich nochmal, wie und wo Sie den Antrag stellen können. Bis gleich. So, sollten Sie jetzt zu dem Personenkreis gehören,
der eine nachhaltige Krankheit hat, also chronisch krank oder eine Krebserkrankung oder andere, und Sie sind der Meinung, dass Ihnen sowas zusteht, dann müssen Sie natürlich einen Antrag stellen. Also keine Leistung ohne Antrag. Was Sie nicht beantragen, bekommen Sie auch nicht. Sie geben einfach bei Google Antrag auf Schwerbehinderung ein. Und dann müssen Sie schauen nach Ihrem zuständigen Bundesland oder Sie geben gleich dahinter ein Berlin, Brandenburg, Bayern, Sachsen, was weiß ich. Und dann werden Sie fündig. Ich habe jetzt hier mal, also ich wohne im Land Brandenburg. Da haben wir hier unten Schwerbehindertenausweis Online-Antrag. Im Land Brandenburg kann man das online beantragen. Das ist jetzt hier vom Land Brandenburg die Seite, wo alles erläutert ist. Hier auch nochmal Land Brandenburg. Und dann habe ich aber hier auf der Seite von Niedersachsen einen Download-Antrag gefunden. Ich habe mir den runtergeladen und zeige Ihnen jetzt mal, wie der aussieht. Die sehen von der Sache in etwa gleich aus, aber unterscheiden sich, wie gesagt, von Bundesamt zu Bundesamt. Es sind hier 9 Seiten, das hört sich viel an, aber es ist ganz einfach eigentlich auszufüllen. Es geht eigentlich los hier mit Ihren persönlichen Daten, also Name, Geburtsdatum, Anschrift, Staatsangehörigkeit, Geschlecht und Telefonnummer ist freiwillig, aber hier ganz wichtig auch die Steueridentifikationsnummer. Dann müssen Sie hier ankreuzen, ob Ihr Arbeitsplatz gefährdet ist, ja, nein, ob Sie einen gesetzlichen Vertreter, einen Betreuer oder einen Bevollmächtigten haben. Und dann steht hier Landesblindengeld. Das ist auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Falls Sie Landesblindengeld beantragen möchten, müssen Sie das hier ankreuzen. Und dann kommen Sie auch schon zu den gesundheitlichen Störungen. Und da sind hier als Beispiel genannt Wirbelsäulenschaden, Herzerkrankung, Depression und so weiter. Dann geben Sie hier einfach nach und nach die Krankheiten, die Sie haben, ein. Und hier hinten stehen 7 Ziffern, die Ursache. Ja, 1 ist Arbeitsunfall, Berufskrankheit, 2 ist eine normale Krankheit, 3 ein angeborenes Leiden, 4 Kriegswehr, Zivil- und Dienstleiden, 5 wäre jetzt ein Verkehrsunfall, 6 ein häuslicher Unfall und bei 7 sonstige oder mehrere Ursachen. Also hier tragen Sie ein den Namen der Krankheit und dann eine von diesen 7 Zahlen. So, dann wird hier gefragt, soll Ihr Antrag alle bei Ihnen bestehenden Gesundheitsstörungen umfassen? Ja, also in der Regel gibt man Ja an und wenn nein, dann müssen Sie das hier erläutern. Dann müssen Sie hier beantragen, ob Sie ein zusätzliches Merkzeichen benötigen, also G für erhebliche Gehbehinderung, AG für außergewöhnliche Gehbehinderung, H für Hilflosigkeit, RF ist Rundfunkgebührenermäßigung, B ist Berechtigung zur Mitnahme von Begleitpersonen, BL ist blind, GL gehörlos und TBL taubblind. Also erhebliche Gehbehinderung haben oft Leute, die eine Hüft-OP hatten oder auch künstliche Kniegelenke bekommen haben. Aber das wissen Sie am besten selber, wenn das auf Sie trifft. Dann ist hier die beantragte Feststellung soll gelten ab Antragstellung oder rückwirkend ab. Und wenn das rückwirkend gelten soll, dann müssen Sie hier einen Grund angeben. Dann müssen Sie hier ankreuzen, haben Sie schon mal einen Antrag gestellt? Ja, nein. Dann geht es hier um die Berufsgenossenschaft, wenn es sich um einen Arbeitsunfall oder Berufskrankheit handelt. Und dann sind wir auch schon hier, wo Sie Name und Anschrift Ihrer behandelnden Ärzte angeben und wegen welcher Gesundheitsstörung. Waren Sie in den letzten 2 Jahren, also nur von den letzten 2 Jahren, stationär in Behandlung, dann tragen Sie hier Krankenhausaufenthalte ein. Und wenn Sie zur Reha- oder Anschlussheilbehandlung waren in den letzten 2 Jahren, dann tragen Sie das hier auch ein und ob Sie Pflegegeld bekommen. Hier sind nochmal einzutragen Name, Vorname und Geburtsdatum. Und dann geht es eigentlich hier ab Seite 4, hier bei Niedersachsen, los mit den ganzen Erläuterungen. Hier müssen Sie nochmal Datum, Unterschrift und ob Sie Antragsteller sind, Betreuer oder gesetzlicher Vertreter. Hier ist dann nochmal Merkblatt, also ganz viel Text. Hier müssen Sie gar nichts weiter ausfüllen.
Und hier sind dann nochmal ein paar Telefonnummern, ein paar Hinweise und Informationen. Also im Prinzip brauchen Sie hier bei dem Antrag von Niedersachsen nur diese ersten 3 Seiten auszufüllen und das ist auch gar nicht viel. Es wird aber in den Erläuterungen darauf hingewiesen, wenn Sie irgendwelche Arztberichte, Befunde und so weiter haben, wäre das hilfreich, wenn Sie das mit dem Antrag gleich mit hinschicken und einreichen. Ja, das war im Prinzip die Sache mit der Antragstellung. Viele haben davor unheimlich Angst und wundern sich oder fragen sich, wo bekomme ich denn einen Antrag her? Sie können notfalls auch beim Versorgungsamt anrufen und fragen, ob Ihnen ein Antrag zugeschickt wird. Aber am einfachsten ist eben über das Internet sich den Vordruck runterzuladen, auszudrucken, auszufüllen oder aber so wie im Land Brandenburg können Sie das gleich alles online erledigen, online wegschicken. Vielleicht ist das ja auch in Ihrem Bundesland möglich. Wichtig ist, dass Sie bedenken, keine Leistung ohne Antrag. Und wenn Sie eine gesundheitliche Beeinträchtigung haben und Sie gehören zu zu dem Personenkreis, der auch Steuern zahlen muss, dann stellen Sie unbedingt den Antrag, weil er mindert Ihre Steuerlast. Ja, also dieser Behindertenpauschbetrag verringert Ihr zu versteuerndes Einkommen. Er ist also wie bares Geld anzusehen, dieser Antrag. Also kümmern Sie sich darum. Es ist ganz, ganz wichtig und in Ihrem Interesse. So, ich hoffe, ich konnte Ihnen einen interessanten Überblick über die Änderungen mit den Behindertenpauschbeträgen geben und möchte aber nochmal darauf hinweisen, also diese Pauschbeträge, die verringern Ihr zu versteuerndes Einkommen. Also der Pauschbetrag Summe X ist nicht das Geld, was Sie bekommen, sondern es verringert Ihre Steuerlast sozusagen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie das verstehen. Wenn Sie noch Fragen haben, lassen Sie es mich wissen, schreiben Sie es hier unten in die Kommentare. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben und abonnieren Sie gerne auch meinen Kanal. Alles Gute, Jutta Martin.